Dankeschön für diesen heutigen Zeitpunkt und dass wir heute bei IMAP wieder den Herrn Dr. Sraj aus Regensburg begrüßen dürfen und begrüßen darf. Vielen Er hat Dank. ein interessantes Buch geschrieben, Ästhetik und ihre Bedeutung für die internationale Politik. Über das werden wir heute sprechen. Und Dr. Nadim Sraj ist ein gebürtiger Syrer und lebt seit 1956 in Deutschland. Er ist verheiratet seit 1969 mit Dr. Phil Marion Sraj. Er ist Vater von 3 Kindern und er studierte Medizin in Mainz, Düsseldorf und Erlangen, Philosophie in Mainz und Heidelberg und hat einen Abschluss mit Magister Artium. Als ausgebildeter Augenarzt konnte er seine Kenntnisse in der Sinnesphysiologie und Sinnespathologie zur Formulierung seiner Ästhetiktheorie in der internationalen Politik heranziehen. Als offizieller Vertreter einer internationalen Ärzteorganisation, Arab Med, als eine NGO bei den Vereinten Nationen in New York und der UNESCO in Paris, konnte er dort seine Ideen in die Arbeit dieser Organisation mit einfließen lassen. Herzlich willkommen, Dr. Sraj. Ergänzen Sie bitte noch, falls etwas fehlt. Vielen Dank nochmal. Ja, okay, dann gehen wir gleich ohne Verzögerung auf das Buch ein. Und meine erste Frage wäre, was ist das allgemeine Verständnis von Ästhetik? Und Sie sagen auch, dass es ästhetische Regeln gibt. Wie erklären Sie das? Jawohl. Das Problem des Begriffs Ästhetik ist seine Vieldeutigkeit. Entweder Richtung Psychologie, Geschmackssache und subjektiv und beliebig, oder ist eine Wissenschaft, die bestimmte Regeln hat. Die eine Richtung, die Philosophie, besteht aus erster Teil Logik, formale Logik, Erkenntnistheorie, Metaphysik und bis dann zur Ethik und dann kommt die Ästhetik als letztes, ein Höhepunkt, die Darstellung, sinnliche Darstellung der Ideen. Und diese Philosophie war eine Art so metaphysische Deutung und endete in der Psychologie und des persönlichen Geschmacks. Ich habe die 2 Ansätze zur Verwissenschaftlichung des Begriffs Ästhetik, erst von der Sinnesphysiologie, ausgedrückt durch die Metamorphose, Verwandlung, die Sinnespathologie, das die in der Augenheilkunde beschrieben von Metamorphopsie. Und die dritte naturwissenschaftliche Grundlage ist dieser goldene Schnitt, die Mathematik der Mode und der Bekleidung. Die andere Richtung, die geistwissenschaftliche, ist die Grundlage der induktiven Logik, dann später die Axiologie, das ist die Weltlehre. So haben wir 2 naturwissenschaftliche Grundlage und geistwissenschaftliche Grundlage. Und damit haben wir eine wissenschaftliche Ästhetik, die diese 2 Grundlagen hat. Ja, danke schön. Und weiters erwähnen Sie auch Grundformen der Ästhetik, Formen, Ideen, Farben, Stimmungen, Symbole, Signale, die eben diese Themen und Analysen durchdringen. Was können Sie dazu sagen? Folgendes, die Idee, hier habe ich zum Beispiel ein Bild von der Oktoberrevolution. Ja, gut, ja. Lenin ist der Kopf, die Idee. Die rote Farbe ist die Revolution, das Blut und Symbole der Arbeiter, der Hammer und Sichel. Ja. Das sind die Elemente der politischen Ästhetik, des politischen Plakats. Ich habe das ergänzt mit Begrifflichkeit am Beispiel der Menschenwürde, wo wir unterscheiden, jetzt kann ich sagen,
auf der linken Ja, Seite, bist du höher noch, ja. Sie kennen das hier, Ja, sieht man gut, ja. also das Bild zeigt die Dreiheit Mensch, Tier und Pflanze. Diese drei Einigkeit und Ja, dann hier die Erklärung, das sind die Begriffe und hier sind die Bilder und ja, dadurch kann man Bild und Begriff zusammenbringen und kann man eine Botschaft klar darstellen am Beispiel der Verteidigung der Würde der Menschen, die nicht nur beschränkt auf Menschen, sondern auch Tiere und Pflanzen sollen dazu genommen werden. ja, Das ist Sinn der politischen Ästhetik. ja, wunderbar. Und auch erwähnen Sie, dass es zwei divergente Richtungen der Ästhetik gibt. Wie würden Sie das erklären? Ja, die Methode, wir haben Grundlagendiskussion, wir sagen in der Philosophie, klassischen Philosophie, das Leben verstehen wir und die Natur erklären wir. Das kommt auch von Immanuel Kant. Er hat gemeint, der menschliche Verstand schreibt der Natur ihre Gesetze vor. Das heißt, die Natur liegt im Bereich der Notwendigkeit, die Geisteswissenschaften im Bereich der Freiheit, die verstehende Methode. Die andere ist erklärende Methode, naturwissenschaftliche Methode. Das sind zwei unterschiedliche Ansätze. Die Naturwissenschaft mit ihren Gesetzen, induktiv, vom Einzelnen zum Allgemeinen. Das andere verstehen wir als Hermeneutik, als Deutung des Lebens. Ja, sehr interessant. Und weiters erwähnen Sie auch oder stellen selbst die Frage in dem Buch, auch was hat Ästhetik und Politik miteinander zu tun? Jawohl. Bis jetzt die gesamte politische Wissenschaft endete am Begriff der Ethik. Und der Sprung, der qualitative Sprung von Ethik zu Ästhetik habe ich vollzogen. Und dieser Sprung bedeutet Erweiterung der Perspektive. Denn ein Begriff wie schön hat ungeheuerliche, vielseitige Interpretation, Vollkommenheit, Perfektion, Faszination, alle Qualitäten des Lebens. Und das verbindet Emotionalität und Rationalität als erste Perspektive. Aber dieser sinnliche Begriff, der bedeutet die Beziehung des Denkens nicht zu den Menschen als Anthropologie, sondern Beziehung zur Natur. Dieser qualitative Sprung habe ich vollzogen und so konnte man sagen, erst wie wir unsere Verhaltensweise, die politischen Entscheidungen nicht nur auf Interesse reduziert, sondern wertbezogen. Das ist der absolute Wert, ist das Leben, die Natur und kann man sagen, das ist eine Art Begründung der Ökologie aufgrund der Ästhetik. Ja, interessant. Und Sie sagen auch, dass eben, wenn die innere Haltung und das äußere Erscheinungsbild zusammenpasst, dann wirkt der Mensch glaubwürdig. Das trifft, glaube ich, für alle Menschen zu, nicht nur für Politiker. Und weiter sagen Sie auch, Ästhetik gibt es, aber es gibt auch eine oder Anti-Ästhetik. Sie erwähnen da, dass da Skulpturen in Bamiyan, Afghanistan oder viele andere Beispiele, wo Jawohl, so eine antiästhetische Handlung vollzogen worden ist. jawohl. Also wenn wir zum Beispiel politische Verhalten von manchen Menschen, wenn sie zum Beispiel bei uns Verlust der absoluten Mehrheit bei einer Partei. Woher kommt das zustande? Wenn die Politiker Prozesse, soziale, psychologische, geistige Prozesse ignorieren oder verbieten sogar, dann sind sie schockiert, dass sie die Zusage der Bürger nicht bekommen.
Und deswegen von Anästhesie als ja, Betäubung, jetzt kommt die Sache mit der Macht. Wir betrachten die Macht wie ein Medikament, ist notwendig, aber hat Seitenwirkung, Nebenwirkung, das Rausch der Macht. Und da zitiere ich gerne Nietzsche, indem er sagte, die Macht ist kostspielig, denn auf die Dauer macht sie dumm. Das merkt man, wenn sie an der Macht hängen bleiben wie die Affen, nicht loslassen. Und das ist eine Art von Anästhesie. Die Antiästhetik, wenn man historische Städte, Museen, wertvolle historische Gebäude vernichtet. Das Antiästhetik als eine Vernichtung eines wertvollen Gegenstandes. Das ist der Unterschied. Ja. Ja, das kann man beobachten, dass das in vielen Bereichen um sich greift, glaube ich, auch heute noch. Und diese Ergebnis und Praxis, also was bedeutet politische Ästhetik ohne Grenzen? Ja, die Betrachtung des Schönen ist eine Art spezielle Situation. Die Ästhetik hat Anziehungskraft, hat Faszination. Und wenn wir uns verhalten, bezogen auf die Schönheit, das steckt in jedem. Eine Rose ist schön. In China, in Bayern, in Österreich, sie hat Faszination. Und jetzt, wenn wir diese wertvollen Dinge wie Kulturerben betrachten, die zu vernichten, verletzt das ästhetische Gefühl. Deswegen hat mir erlaubt, mein Buch hat es geschafft, Weltethos von Hans Künk verwandelt in höhere Stube Weltästhetik als Bewusstseinsprozess, als eine Aufklärung der modernen Menschen, der modernen Menschheit, die bedroht ist. Das ist Sinn der Weltästhetik. Ja, und Sie erwähnen auch naturwissenschaftliche und geisteswissenschaftliche Ästhetik und dass dieses Bewusstsein für Ästhetik, Anästhetik, ja, denken Sie, dass das gewachsen ist oder ist er gleich geblieben? Ja, es geht ja darum, einen Begriff so anatomisch zu betrachten, wie Begriffe entstehen. Und entweder sagen wir verstehende Methode oder erklärende Methode. Jetzt kommt die geistwissenschaftliche Grundlage. Unser Freund Descartes, der Franzose, hat zwischen res extensa und res cogitans die materielle Welt, die Notwendigkeit und die freie Welt, die Vernunft, der Geist. Und das war so Subjekt-Objekt-Spaltung. Der Hegel, unser Freund, der Deutsche, hat gesagt, es geht um die Dialektik, These, Antithese, Dynamik der Begrifflichkeit, die Vitalität der Begrifflichkeit. Und die habe ich verbunden als Orientierung, wie wir einen vielseitigen Begriff wie Ästhetik durchdringen. Und die naturwissenschaftliche Grundlage, die Sinnesphysiologie, Sinnespathologie der naturwissenschaftlichen Arbeit geht von Fakten, Daten, die sammelt, macht Statistiken und verallgemeinert vom Einzelnen zum Allgemeinen. Und so habe ich eine Art sowohl geistwissenschaftliche Begründung als naturwissenschaftliche Begründung. Und da haben wir eine Art stabile geistige Grundlage, diesen Begriff als wissenschaftliche Ästhetik darzustellen, eine Sinnesphysiologie und Sinnespathologie der Wahrnehmung. Ja, interessant. Und Sie erwähnen auch, dass es eine positive Seite und eine negative Seite gibt, also die Pro-Ästhetik und die Anti-Ästhetik. Und weiter sagen Sie auch, die Natur ist das absolut Schöne. Und Sie stellen die Frage, oder was ist dann das Ziel der politischen Ästhetik? Das Ziel der politischen Ästhetik ist eine andere Form der Betrachtung der Ökologie. Bis jetzt die Ökologie war eine Art Objekt oder der Ökonomie unterlegen. Jetzt wollen wir nicht eine Art Superaktivität, wie wir es von Aktivisten kennengelernt haben, kopflos protestieren und dumme Sachen machen oder unvernünftige Sachen praktizieren. Hier versucht mit Argumenten ein Gleichgewicht zwischen Ökonomie und Ökologie
Biologie und Technologie. Wir wollen jetzt, wir haben Arbeit geschrieben über Verhältnis Ökonomie und Ästhetik, dass wir versuchen, eine nachhaltige Ökonomie zu entwickeln, die eine Art Dialog mit der Natur entwickelt und nicht Herrschaft über die Natur. Ja, Das ist was. das ist ein wichtiger Punkt. Und Sie sagen auch, wie Al Gore das sagt, dass die Natur krank ist und einen Arzt braucht. Ja, genau. Ist Akut. das Ihre Meinung, dass der Mensch die Natur krank gemacht hat? Ja, wir haben uns alle selbst krank, nicht nur die Natur. Ja, Al stimmt. Gore und Herr Trump, wie wir alle sind, ja, das ist ja, die Bürger atmen nicht nationale Luft, sie atmen globale Luft. Und da ist die internationale Wirksamkeit da. Und, aber es hat keinen Zweck, hier zu erzwingen mit Gewalt, mit Drohung und so weiter. Es geht, die Politik divergiert, geht auseinander, die Ästhetik konvergiert. Und das ist mein Ansatz. Und suche ich die Freunde, suche ich Menschen, die mich unterstützen, dass die Ästhetik ein positiver Schritt in der gemeinsamen Lösung des Problems und die Ästhetik wendet sich an den Menschen, nicht an die Klassen. Ja.